single day. Schon seit 1963 gibt es ihn und im Grunde ist er eigentlich etwas ganz Simples. Der American Standard Code for Information Interchange. Was dieser Code genau ist, wie er funktioniert und was Bill Gates mit dem Teufel zu tun hat, erfahrt ihr in diesem Video. Die erste Version des American Standard Code for Information Interchange wurde, wie bereits erwähnt, im Jahr 1963 entwickelt. Nach dem allseits bekannten Morse-Code sowie dem Baudot-Code und dem Murray-Code wurde der ASCII als Zeichenkodierung entwickelt. Eine Zeichenkodierung dient der Speicherung und Übertragung von Zeichen innerhalb eines Zeichensatzes, also zum Beispiel Buchstaben, Ziffern oder Satzzeichen, indem man diese in einen Zahlencode überträgt. Beim ASCII ist hierbei jeder Dezimalzahl bzw. Hexadezimalzahl ein derartiges Zeichen zugeordnet, wie man anhand dieser Tabelle erkennen kann. Der Zusammenhang zwischen ASCII und Bill Gates besteht zumindest insofern, dass beide etwas mit Computern zu tun haben. Aber ist da noch mehr? Laut einigen im Internet kursierenden, zumindest halbwegs ernst gemeinten Theorien, ja. Bill Gates' voller Name lautet William Henry Gates III. Nimmt man nun also Bill Gates und die 3 von der Dritte, übersetzt das Ganze mit dem ASCII und wirft einen Blick auf die Summe der erhaltenen Zahlenwerte, kommt man zu einem erstaunlichen Ergebnis. Die Dezimalzahlen der Buchstaben des Namen und die 3 aus der Dritte ergeben zusammen die Zahl 666. Doch da hört es noch nicht auf. Windows 95 aus der Feder Gates sollte den meisten ebenfalls bekannt sein und auch hier ist es fast unglaublich. Das Ergebnis ist 665. Also ist auch Windows 95 beinahe ein Handwerk des Teufels, also Gates. Aber jetzt mal ernsthaft. Abgesehen davon, dass in zahlreichen Foren die Fähigkeit des Rechnens nicht vorhanden ist, da diese auch bei dem Windows 95 Code auf 666 kommen, ist diese Verschwörung höchstens noch in der Lage, 8-Jährige vom Hocker zu hauen. Wie absurd und zurechtgebogen diese Rechnungen sind, fällt zumindest mal an dem Punkt auf, wo bei Bill Gates die 3 aus der Dritte einfach so in die Rechnung mit übernommen wird und bei Windows 95 die Zahlen auch über den ASCII übersetzt werden. Manche Verschwörungstheoretiker hängen in der fehlerhaften Windows 95 Rechnung auch einfach noch ein +1 ran. Die 1 steht dann wahrscheinlich für die Anzahl von Gehirnzellen derer, die derartige Verschwörungen tatsächlich ernst nehmen. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Was haltet ihr von der ASCII-Verschwörung? Hat Bill Gates seinen Erfolg seinen übermächtigen teuflischen Kräften zu verdanken? Eure Meinung gerne in die Kommentare. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann check gerne die Playlist zu diesem Format aus, indem du oben rechts in der Ecke auf das i klickst. Wir sehen uns hoffentlich nächste Woche und stay crazy. Every single day.